Hallo Freunde der Werkstatt. In diesem Video geht es um diese Powerstation, die ich mir gebaut habe. Hier zeige ich euch, wie man den baut, und zwar mit allen Details, Schemas, Zeichnungen, Zusatzinformationen. Diese Powerstation, die kann ich zum Fischen mitnehmen, zum Campieren, wenn ich irgendwo in der Wildnis bin, und habe so ziemlich alles drin, was ich brauche. Ich habe hier USB-Anschlüsse, ich kann mein Telefon laden, alles was einen USB-Anschluss hat, Notebook kann ich damit laden, Schnellladung. Ich kann alles betreiben, was so einen Zigarettenstecker hat. Ich habe mir hier vorne einen 300 Watt Ausgang gebaut, da kann ich 300 Watt rausziehen, wenn die Batterie leer ist. Wenn die Batterien voll sind, dann bis 400 Watt. Ich habe hier einen einstellbaren Ausgang. Kann ich alles einstellen von 0 bis 36 Volt bis 120 Watt. Dann habe ich hier auf der Seite noch einen 9 Volt Anschluss verbaut, damit ich mein Radio betreiben kann. Den kann man aber auch einstellen auf jede Spannung, die man will. So sieht das von innen aus. Ich betreibe die mit Einhell-Akkus oder Ozito-Akkus. Da gibt es auch, ich habe jetzt hier 4 Ampere-Stunden drin, gibt es auch 8 Ampere-Stunden. Alle Schutzfunktionen mit Dioden verbaut, damit sich diese parallel geschalteten Akkus nicht gegenseitig laden. Ich habe hier ein Step-Up, Step-Down-Konverter verbaut. Mit dem kann ich so ziemlich alles machen, einstellbar von 0 bis 36 Volt. Ich kann damit andere Batterien laden. Der hat MPPT-Funktion für Solarcharging, Unterspannungsschutz. Der hat 1000 Sachen zum Einstellen. Für mich sehr interessant, weil ich damit so ziemlich alles machen kann. Ich habe sogar gestern mein Auto damit geladen, meine Autobatterie. Der sprang nicht mehr an und da habe ich gedacht, ich teste das gleich mal mit dem. Das funktionierte auch. Mit dieser Powerstation habe ich so ziemlich jede Möglichkeit. Ist klein, etwa 5 Kilo schwer. Und wie man das baut, zeige ich euch in diesem Video. Als erstes habe ich mir mal so eine Kiste besorgt, von denen habe ich sehr viele rumliegen. Musste da zuerst den ganzen Plastik rausschneiden drin, ist sehr viel Aufwand. Ihr könnt auch günstig so eine Kiste kaufen, die kostet nicht sehr viel, sind wasserdicht und sehr robust, aber ich verwende generell eigentlich immer Sachen, die bei mir so rumliegen. Deshalb nehme ich diese Kiste. Dann habe ich mir mal ein Stück Holz zugesägt, das da schön in diese Kiste passt. Und das ist jetzt nun mein Holzbrett. Da habe ich schon mal diverse Komponenten raufgeschraubt. Diese Adapter für Einhell- oder Ozito-Akkus habe ich bei AliExpress bestellt. Die haben einen Ausschalter, einen Sicherungshalter. Und das ist eigentlich schon alles, was ich dafür brauche. Das Kabel ist 2,5 Quadrat. Das entspricht 14 AWG, ausgelegt für 20 Ampere. Habe das Minus hier auf so eine Klemme geführt und das Plus auf eine Klemme und das für jeden. Diese Klemmen sind für 25 Ampere geeignet. Jetzt machen wir hier zuerst mal die Sicherung rein. Eben wie gesagt, Kabel ist für 20 Ampere ausgelegt. Ich mache hier jetzt 15 Ampere Sicherungen rein, zeige euch nachher warum. Schaut darauf, dass ihr Qualitätssicherungen habt. Ich habe da mal in China so ein Set bestellt, habe die getestet. Selbst die 2 Ampere Sicherung hat bei 12 Ampere nicht ausgelöst. Das sind irgendwie alles die gleichen Sicherungen, die wahrscheinlich erst bei 20 Ampere auslösen. Die haben nur
eine andere Farbe drauf. Also das ist komplett fake. Auch wenn man den Schmelzdraht sieht, die sind alle gleich groß. Deshalb verwendet bitte nicht solche Sicherungen. Den Deckel hier verwende ich nicht, um hier wasserdicht zu machen. Denn wenn Wärme entsteht, bin ich eigentlich froh, wenn die Wärme auch entweicht. In diese Adapter passen nun diese Akkus. Die kann ich da reinstecken. Und die halten da auch schön. Komme ich dann später dazu, was man damit alles machen kann. Ich habe hier 3, 4 und 5 Ampere-Stunden Akkus. Gibt es auch in 6 oder 8 Ampere-Stunden. Wie viel Power man da rausziehen kann, das zeige ich euch dann später. Jetzt verlöten wir die Dioden. Jetzt teste ich schnell die Dioden, ob die in Ordnung sind. So muss der Strom durchlassen. Teste das schnell an dieser Lampe. Schnell auf die andere Seite. Da geht nichts. Die ist gut. Gut, das funktioniert. Jetzt kommen noch die Ringhülsen drauf. Was ich immer noch gerne mache, ist, ich verlöte die immer noch gerne schnell, weil einfach der Kontakt viel besser ist, der Widerstand kleiner. Jetzt verdrahten wir das Ganze. Die Dioden sind aufgelötet. Die Dioden verhindern, dass mir Strom zurückfließt. Also dass dieser Akku zum Beispiel dieser laden möchte, wenn der weniger Spannung hat als dieser. Oder wenn ich zum Beispiel aus welchem Grund auch immer mit dieser Installation eine andere Batterie laden möchte, die eine höhere Spannung hat, dass mir der Strom nicht zurückfließen kann in meine Akkus. Wenn das interessiert, ich habe das getestet, was passiert, wenn man parallel solche Akkus verbindet, blende ich euch oben ein. Ist sehr interessant, dass man versteht, warum dass man eigentlich solche Dioden brauchen kann. Wichtig ist immer, dass ich jetzt zum Beispiel hier 3 Akkus einstecke, die auch die gleiche Kapazität haben und die gleiche Spannung. Gut, kommen wir zum Verdrahten. Ich gehe jetzt hier vom Plus mal auf meinen Sicherungsblock hier, dann vom Plus von dem zweiten Akku. Und von dem dritten Akku. Die Dioden hätte man auch in einen Schrumpfschlauch einbinden können, jedoch mache ich das nicht. Und zwar aus dem Grund, ich möchte, dass da ein bisschen Luft rankommt. Denn diese Dioden sind ungekühlt für 15 Ampere.
Wenn man die kühlt, bis 30 Ampere geben die Chinesen da vor. Aber ich lasse die so, ich binde die dann schön noch irgendwie da runter. Ich benutze diese Klemmen hier zwar nur aus dem folgenden Grund, weil ich gewisse Sachen noch für ein anderes Projekt brauche und ich muss das wieder lösen können. Wenn ihr das fix macht, würde ich die Kabel und die Dioden alles direkt verlöten und direkt aufs Plus und das Minus führen, ohne Klemmen dazwischen. Das mache ich nur für mich, damit ich die auch wieder lösen kann für ein anderes Projekt. Jetzt verdrahten wir das Minus noch. Das kommt auf diesen Klemmenblock. Und danach zeige ich euch mal ein Schema, warum wir das alles so machen, wie wir es machen. Ich habe hier T-Draht, auch 2,5 Quadrat. Der ist nicht flexibel, der ist fest. Ich nehme den aus diesem Grund, weil ich vom Flexiblen fast kein Schwarz mehr habe. Aber das ist eigentlich egal, ob das flexibel ist oder starr. Gut, alle Komponenten habe ich mit Heißleim runtergeklebt. Nun ist alles verklebt und verbunden aufs Minus und aufs Plus hier. Ich würde das natürlich an eurer Stelle die ganze Verkabelung auf der Rückseite machen. Ich mache das hier oben, damit ihr auch seht, was ich mache. Aber schöner ist es natürlich, wenn ihr da überall Löcher bohren würdet, die Kabel unten durchziehen würdet und am Anschluss wieder rauskommen würdet. Dann hättet ihr nicht so so viele Kabel hier und alles wäre sauber und schön versteckt. Aber ich mache das aus diesem Grund, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze verdrahtet wird. Jetzt schauen wir uns mal das Schema an. Wir haben hier unsere Adapter mit Plus und Minus, 3-mal. Man könnte natürlich auch hier 10 weitere anschließen, aber wir berechnen alles mal mit 3. Das Plus geht über den Schalter. Der Schalter ist am Adapter dran. Das ist der Schalter hier hinten. Dann geht das Plus weiter zur Sicherung. Das ist die Sicherung. Da haben wir 15 Ampere Sicherung drin. Eben wie gesagt, alle Kabel, die wir jetzt verlegt haben, sind 2,5 Quadrat. Die sind bis 20 Ampere. 15 Ampere Sicherung machen wir aufgrund der Diode, weil wenn die ohne Kühlung ist, ist die maximal 15 Ampere. Das erkläre ich nachher, was das ist. Wir gehen von der Sicherung direkt weiter zur Diode. Von der Sicherung gehen wir direkt weiter zur Diode. Und von der Diode gehen wir mit dem Plus direkt auf diese Klemme hier. Diode weiter auf diese Klemme, das ist die Plusklemme, das ist die Minusklemme. Mit dem Minus gehen wir direkt auf die Minusklemme. Hier haben wir das Minus und das geht direkt zur Minusklemme. Damit das sauber funktioniert, müssen 3 gleiche Akkus rein, gleiche Kapazität, gleicher Ladezustand, am besten vollgeladen. Und jetzt kommen wir zu dem hier. Hier könnte man einen Voltmeter dazwischen schalten. Das ist einfach eine Anzeige, die zeigt, wie viel Volt der Akku hat. Da könnte man 3 vor jedem Akku nach der Sicherung, aber vor der Diode, die reinklemmen. Dann könnte man die in den Deckel einbauen und würde von außen immer sehen, wie viel Spannung jeder einzelne Akku hat, damit die alle immer ungefähr die gleiche Spannung haben.
Ihr könnt dann auch schnell erkennen, wenn ihr eine Last dran habt, wenn jetzt zum Beispiel dieser Akku auf einmal nur noch 16 Volt hat und die beiden noch 17 Volt, dann wisst ihr, dass diese Kapazität von diesem Akku nicht mehr so gut ist, dann habt ihr den Überblick. Ich werde das aber nicht verbauen in meinem Projekt. Gut, jetzt gehen wir weiter. Wir haben alles 2,5 Quadrat gezogen und zwar bis zu diesem Punkt. Was wir nicht machen dürfen, ist hier hinten ein 2,5 so durchverbinden und mit einem Draht weitergehen, weil jetzt kommen diese 15 Ampere, die wir hier maximal haben wollen, zusammen. Das heißt 3 mal 15 Ampere gibt 45 Ampere. Das heißt, ab hier muss ein dickeres Kabel ran, wenn wir das verlängern möchten, und auch eine Sicherung. Weil die lösen bei 15 Ampere aus und alle drei zusammen gehen auf einen dicken Draht. Der muss dann 45 Ampere aushalten. Jetzt in meinem Fall kommt jetzt hier die Sicherung und ich habe die 40 Ampere gewählt. Und zwar aus diesem Grund: Wenn ich eine hohe Last hinten dran habe, wenn es zum Beispiel diese Sicherung auslöst, dann muss die ganze Last auf diese zwei Akkus abgewälzt werden und dann haut es mir die und die auch raus. Deshalb wähle ich hier vorne eine kleinere Sicherung, dass wenn zu viel Last verbraucht wird, dass mir diese Sicherung hier raushaut und nicht diese. Denn wie gesagt, wenn es eine hier raushaut, dann haut es alle raus. Weil die Last dann aufgeteilt wird, nicht mehr durch 3 Akkus, sondern nur noch durch 2 Akkus. Ich habe hier so eine 40 Ampere Sicherung. Hier ist der Eingang von der Batterie und das ist der Ausgang. Die kann ich so auch unterbrechen und so wieder einschalten. Das ist auch gleich mein Hauptschalter. Und wie gesagt, hier sammle ich das Minus. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier von dieser Klemme, von meiner Sicherung, ich zeichne hier schnell die Klemme, hier kommen meine 3 Plus von den Akkus drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel von hier weiterfahren möchte und erst dann kommt eine Sicherung, dann müsste ich hier einen größeren Querschnitt wählen. Und wie gesagt, wir haben hier jeweils 15 Ampere, also müsste dieses Kabel hier 45 Ampere aushalten. Da können wir schnell auf einer Tabelle schauen. 40 Ampere wäre 8 AWG, 8 AWG ist 10 Quadrat, 50 Ampere wäre ein 6 AWG, 16 Quadrat. Sechs AWG 16 Quadrat, 8 AWG 10 Quadrat. Ja, jetzt in unserem Fall müssten wir dann mit einem 50 Ampere weiterfahren, das heißt mit einem 6 AWG respektive 16 Quadrat. Jetzt in unserem Fall haben wir diese Leitung hier nicht, wo zu einer Sicherung geht, denn in unserem Fall gehen die 3 Plus direkt auf die Sicherung. Hier die 3 Plus. Jetzt brauche ich für meine Powerstation noch einen 9 Volt Ausgang. Eigentlich wollte ich diesen hier nehmen, doch den habe ich defekt zugeschickt bekommen. Der funktioniert nicht und ich konnte den nicht reparieren. Ich hatte aber noch diesen hier rumliegen. Das ist ein XL4015 Abwärtswandler, Step-Down, Buck-Konverter. Der kann leider nur Spannung einstellen. Bei diesem könnte ich Constant Voltage und Constant Current, also den Strom, auch einstellen. Aber für meine Anwendung reicht das. Ich habe den getestet. Der wird extrem heiß, weil der sollte 5 Ampere können. Aber bei 2 Ampere wird der schon richtig heiß. Könnt ihr hier oben sehen, habe ich euch den kompletten Test eingeblendet.
Ich verwende nun diesen. Jetzt muss ich den mal schnell auf 9 Volt einstellen. Kann ich hier, sieht man die Ausgangsspannung, hier die Eingangsspannung. Und unsere Akkus haben ja zwischen 15 und 21 Volt. Und Ausgang brauche ich jetzt einen 9 Volt Anschluss. Drehe ich den runter auf 9 Volt. Ich werde da ein bisschen mehr geben, vielleicht 9,2 Volt. Jetzt werden wir unsere Kabel vorbereiten. Das Schema zeige ich euch nachher. Da habe ich mal eine Glassicherung reingesteckt, 2 Ampere, zeige ich euch nachher auch warum. Das kommt jetzt aufs Plus-Terminal. Da brauche ich so eine Ringöse. Ich verlöte die immer noch gerne, denn es macht einfach einen besseren Kontakt, verringert den Widerstand und vor allem sind die auch gesichert, dass sie nicht rausfallen können. Das Anschlusskabel muss sich ein bisschen verlängern, damit es bis zum Schalter reicht. Hier werde ich jetzt nun das Minus vorbereiten. Mache ich solche Adernhülsen drauf. Habe leider keine längere, deshalb montiere ich halt 2. Jetzt noch das Plus auflöten. Ich habe kein rotes Kabel mehr. Ich markiere mir das einfach rot, damit ich weiß, dass das Plus ist. Jetzt bauen wir das Ganze ein. Ich habe hier schon mal so einen Stecker angebracht und ein Loch für den Schalter. Das habe ich innen schon verdrahtet auf Plus- und Minusklemme. Jetzt werden wir das Ganze hier mal einbauen. Ich habe da noch so Gummidichtungen gefunden, das benutze ich als Abstandhalter und dass ich keinen Kurzschluss verursache. Dann habe ich mir da so ein Stück Plastik rausgeschnitten. Ja, das war irgendwie so ein Plastikteil. Da kommt nun die Schraube durch, damit die Schraube auch keinen Kurzschluss verursacht. Jetzt kann ich das mal hier aufschrauben. Ich schließe das Minus jetzt auf dieser Seite an, um ein bisschen Platz zu sparen. Man könnte natürlich als Sicherungsblock auch so etwas verwenden. Das gibt es mit Plus- und Minus-Abgängen. Aber aus Platzgründen habe ich das nun so gemacht. Dann das Plus hier. Bringe ich mal zum Schalter raus. Dann das Plus mit der Sicherung. Bringe ich jetzt auch zum Schalter raus. Dann Ausgang 9 Volt kann ich schon mal auf meine Klemmen anschließen. Ich werde hier nun ein bisschen Lot auftragen, damit mir die Drähte schön zusammenbleiben, nicht ausfransen. Das werde ich nachher auch mit Heißleim wieder schön runterleimen. Jetzt bringen wir die Stecker für den Schalter an.
Habe da wieder so einen Schalter, der ist bis 30 Volt und 5 Ampere. Nein, sogar 6 Ampere. Mache hier noch schnell die Stecker drauf, dass die stecken wir den Stecker ein. Der klemmt gut, mal den schauen. Der nicht so gut. Gibt es sicher bessere Stecker, aber ich nehme immer, was ich da habe. Ich teste nun diesen Buck-Konverter. Der ist eingeschaltet. Ich habe da mal eine Last angeschlossen, eine programmierbare Last. Habe den auf 2 Ampere eingestellt. Der zieht nun 2 Ampere raus bei 9,19 Volt. Das sind 18,3 Watt. Mit der Wärmebildkamera bin ich jetzt schon seit 10 Minuten am Messen. Und der hat sich stabilisiert bei 69 Grad. Für meine Anwendung ist das okay, denn mein Radio hat ja nur 1,2 Ampere mal 9 Volt unter Volllast. Das ergibt irgendwo 11 Watt. Da ist der Konverter dann ungefähr bei 50 Grad. Aber ich würde von Anfang an ein stärkeres Modul einbauen, das auch mehr kann. Da könntet ihr auch mehr Leistung rausziehen, denn bei 9 Volt Maximum 2 Ampere für mich reicht es, aber für manche andere Anwendungen nicht. Das verhält sich natürlich anders bei 12 Volt Ausgang. Da könnte man auch wieder mehr Power geben über diesen Konverter. Aber ich lasse das so drin. Jetzt müssen wir noch eine Ausgangssicherung hier einbauen. Die werde ich jetzt nun auf 2 Ampere auslegen. Zeige ich euch nachher warum. Einen Test über dieses Gerät habe ich hier oben verlinkt. In die Ausgangsseite habe ich jetzt noch eine Schmelzsicherung, eine Glassicherung, 2 Ampere verbaut. Schauen wir uns das Schema an. Abgangsseitig von unserer 40 Ampere Sicherung gehen wir auf eine 2 Ampere Sicherung, dann auf den Schalter. Dann gehen wir plus Input vom Step-Down-Modul, Output wieder auf eine 2 Ampere Glassicherung und dann auf den Stecker. Wir haben hier eingangsseitig vor dem Step-Down und hier nach dem Step-Down-Modul. Unser Radio hat 9 Volt, 1,2 Ampere. Das ergibt 9 mal 1,2 Ampere, 10,8 Watt. Das braucht unser Radio. Eingangsseitig haben unsere Akkus, wenn die leer sind, 15 Volt, wenn sie voll sind, 21 Volt. Die schalten übrigens auch automatisch ab bei 15 Volt, habe ich getestet. Also wenn ihr seht, dass ihr nur noch 16 Volt hier habt zum Beispiel, dann nehmt ihr die raus und macht neue rein, denn dann sind die praktisch leer. Also eingangsseitig haben wir 15 bis 21 Volt, was hier reinkommt. Jetzt berechnen wir schnell den Strom, der hier vorne fließt. Das sind unsere 10,8 Watt von unserem Radio. Das Radio braucht die im Maximum, das heißt, wenn die Lautstärke voll oben ist, geteilt durch 15 Volt, ergibt 0,72 Ampere. Und wenn die Batterie voll ist, geteilt durch 21 Volt, bedeutet 0,51 Ampere. I gleich P durch U. I ist der Strom, P Leistung, U ist die Spannung. Das heißt, hier vorne fließt nie mehr als 0,72 Ampere bei unserem Radio. Jetzt habe ich noch schnell das Maximum ausgerechnet, was ich hier einstecken darf. Ich habe eine 2 Ampere Sicherung.
Das ergibt 18 Watt. 2 mal 9 Volt ergibt 18 Watt. Das ist das Maximum, das ich hier rausziehen darf, und zwar aus folgendem Grund. Mit der Wärmebildkamera haben wir gesehen, dass ich bei 2 Ampere ausgangsseitig ungefähr 50 bis 60 Grad im Maximum habe, wie heiß das Teil wird, und mehr Temperatur möchte ich eigentlich nicht haben, deshalb sage ich 18 Watt. Mit so einem könnte man natürlich viel mehr Leistung rausziehen, oder wenn wir hier anstatt 9 Volt eine höhere Spannung hätte, könnte man auch mehr Leistung rausziehen. Das ergibt I 18 Watt Maximumleistung durch 9,2 Volt, ergibt 1,95 Ampere, die hier fließen. Da kommen natürlich noch Verluste dazu, Leitungswiderstand, der braucht auch Energie, deshalb wird er auch warm. Also werden wir da am Schluss bei 18 Watt ungefähr 2,1 Ampere haben, die hier Maximum fließen, und dann löst die Sicherung aus. Diese Sicherung schützt mir die ganze Installation, falls ich mal hier einen Kurzschluss habe, und diese Sicherung schützt eigentlich mein Step-Down-Modul, dass hier nicht zu viel Leistung rausgezogen werden kann und der mir nicht zu heiß wird. Jetzt habe ich mir da diese Geräte gekauft. Das ist alles komplett mit Anschlusskabel. Für wenig Geld. Da haben wir einen Voltmeter dabei, einen Ein-Ausschalter. Hier haben wir einen USB 3 Anschluss und oben noch einen USB-C Anschluss. Da kann ich mein Handy schnell laden oder mein Notebook einstecken. Hat einen Ein-Ausschalter hier. Zeigt mir auch die Spannung und den Strom an. Und dann habe ich hier noch so einen Zigarettenanzünder Adapter und so eine Grundplatte. Den werden wir jetzt nun schnell einbauen. Wenn ihr das Ganze wasserdicht haben möchtet, könntet ihr natürlich auch noch Silikon hinten drauf tun, aber in meinem Fall ist das nicht nötig. So, ist montiert. Nehmt natürlich keine Schlitzschrauben, aber das sind die einzigen M4, die ich noch hatte. Die anderen waren alle viel zu lang und hatte auch keine Lust, die zu kürzen. Aber Schlitzschrauben, das ist das Letzte. Also können wir das einbauen. Dann wollen wir zuerst den Schalter. Dann wollen wir das Voltmeter. Noch den USB-Anschluss. Alles eingebaut. Jetzt können wir das Ganze verkabeln. Zuerst nehmen wir die Plusleitung. Ist eine Glassicherung drin, 10 Ampere, habe ich schon nachgeschaut. Ich zeige euch nachher auch wieder das Schema. So, mal schauen, ob das passt. Ich habe nun das Ganze schon angeschlossen. Wir kommen hier mit dem Plus und dem Minus. Gehen da mit dem Plus auf die Sicherung. Hier ist eine 10 Ampere Sicherung drin. Und das geht dann hier direkt auf Ausgang von unserer großen Sicherung. Und das Minus geht direkt auf diesen Klemmenblock. Die Kabel, die da dabei waren, das sind 1 Quadrat.
1 Quadrat, ja, das geht gerade mit 10 Ampere. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen größere drauf sind. Aber das geht. Maximum 10 Ampere. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich mache da mal einen Akku rein. Schalte hier ein. Einschalten. Gut, das läuft. Testen wir dann später. Schauen wir uns das Schema an. Da haben wir jetzt wieder das Schema. Was haben wir angeschlossen? Abgangsseitig von der 40 Ampere Sicherung das Plus. Gehen wir zuerst auf den Schalter, dann auf das Voltmeter, dann der USB-Anschluss und am Schluss auf den Zigarettenstecker. Und das Minus ist auch immer so verbunden. Das wurde bei uns geschlauft, das heißt Minus geht rein und Minus geht wieder raus. So ist es geschlauft. Man muss sich jetzt einfach hier bewusst sein, beim Zigarettenanzünder, je nach Ladezustand von den Akkus kommen hier 15 bis 21 Volt raus. Also wenn ihr hier etwas einsteckt, muss euer Gerät auch diese Spannung vertragen. Ich sage jetzt mal, die meisten Outdoor, Camping, Autozubehör, die ihr kaufen könnt, die so einen Stecker haben, die können 12 bis 24 Volt. Das steht dann auch immer hier drauf. Seht ihr, der kann auch 12, 24 Volt. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel noch zusätzlich nochmal ein USB-Teil da einstecken wollt, da seht ihr immer, der kann auch 12, 24 Volt. Oder wenn ihr irgendwie einen Ventilator einsteckt oder eine kleine Kühlbox. Natürlich ohne Kompressor, das funktioniert nicht mit Kompressor. Aber wenn ihr einfach eine kleine Kühlbox habt, die meisten sind auch 12 bis 24 Volt. Oder wenn ihr so eine Campinglampe einsteckt, die kann auch 12 bis 24 Volt. Das funktioniert zu 99% eigentlich immer, aber eben schaut eure Geräte an, was ihr da einsteckt, dass die auch wirklich 15 bis 21 Volt vertragen. Wir haben hier diese Kabel, die mitgeliefert wurden, sind 1 Quadrat. Ich habe die Sicherung noch eingezeichnet, die 10 Ampere Sicherung. Und das bedeutet für uns, wenn die Batterien leer sind, 15 Volt mal 10 Ampere, 150 Watt. Wenn die voll sind, 21 Volt mal 10 Ampere gleich 210 Watt. Also wenn die Batterien leer sind, haut uns die Sicherung raus bei 150 Watt und wenn sie voll sind, wenn es über 210 Watt geht, deshalb würde ich hier sagen, Maximum vielleicht 120 Watt, die wir da rausziehen können. Ich habe das Holzbrett auch noch fixiert mit 2 Schrauben. Von hinten habe ich da Schrauben reingedreht. Das steht mir auch nicht an, weil hier hat es noch so eine Kante, die weiter rauskommt als die Schraube. Also ich kann das schön flach hinlegen, das funktioniert. Den Schalter hier müsste man überlegen, ob man sich den vielleicht lieber hier vorne rein macht, damit nicht aus Versehen hier eingeschaltet wird, wenn man den Koffer versorgt. Oder der kaputt geht, der wäre natürlich hier besser geschützt. Das nächste, was ich mir einbauen werde, ist dieses Modul Step Up, Step Down. Also das kann die Spannung hoch und runter regeln. Für was brauche ich das? Das gibt mir die Möglichkeiten, so ziemlich alles zu machen. Ich kann jede erdenkliche Spannung einstellen bis 30 oder 36 Volt. Ich muss nachher schnell nachschauen, aber ich brauche das sowieso nicht mehr. Die Dinger gibt es auch größer natürlich und stärker. Aber für mich reicht das vollkommen aus. Mit diesem Teil kann ich so ziemlich alles machen. Ich habe Constant Voltage, Constant Current. Ich könnte andere Sachen laden.
Der hat einen Unterspannungsschutz. Ich kann den programmieren, zum Beispiel, dass der bei 16 Volt Eingangsspannung abschaltet. Er hat MPPT. Damit könnte man eine andere Batterie über ein Solarpanel laden. Hat eine Lock-Funktion, dass da hier niemand was verstellen kann. Der hat extrem viele Einstellungen, die man tätigen kann. Möchte ich jetzt gar nicht auf alles eingehen. Deshalb baue ich mir das Teil noch ein, damit ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe mit meinem kleinen Akkukoffer. Ich habe da mal so eine Grundplatte ausgefräst. Habe den schon mal verdrahtet. Wir kommen hier eingangsseitig von unserer Hauptklemme, gehen wir auf eine Sicherung, dann auf den Schalter, den ich hier eingebaut habe. Vom Schalter geht es hier in den Input. Dann gleich daneben ist das Minus, das auch wieder hier drauf kommt. Dann ausgangsseitig habe ich mal die Kabel dran. Jetzt bauen wir das Ganze mal ein. Das Plus und das Minus eingangsseitig. Hier habe ich schon den Anschluss vorbereitet. Ich mache mir den steckbar. Das Plus ist wieder hier drauf, das Minus wieder hier drauf. Muss ich nachher auch wieder schön alles hier ein bisschen runter binden mit Kabelbinder. Ich habe mich dazu entschieden, so einen XT60 Stecker aufzulöten und den zu montieren. Habe den hier schon angelötet. Ich stecke immer das Gegenstück während dem Löten ein, dass, wenn das da heiß wird, die Pins nicht schmelzen respektive sich verschieben. Deshalb, das ist ein guter Tipp, immer Gegenstück rein, dann passiert doch das nie. Jetzt können wir den einbauen. Den Buck-Boost-Konverter habe ich schon verdrahtet. Geht von der Plusklemme auf eine Sicherung. Die ist hier hinten, geht auf den Schalter. Vom Schalter geht es in Input. Das Minus direkt auf den Input. Hier kommt der Output raus auf diese Klemme. Dann geht es wieder in eine Sicherung und dann in eine Sperrdiode. Die verbinde ich jetzt schnell. Also jetzt kommt das Plus hier raus, geht durch die Sicherung und durch die Diode und geht weiter an dieses Kabel, das direkt zum Stecker geht. Ich habe hier ein XT60 Stecker montiert und es kommt hier raus und geht hier weiter direkt in den Stecker rein. Ich habe mir das auch wieder so steckbar gemacht, damit ich das einfach ausstecken kann und andersweitig benutzen kann für ein anderes Projekt oder falls ich mal den brauche zum mit Solar laden. Und es gibt viele Möglichkeiten, die ich mit dem Teil noch machen kann. Jetzt schalten wir mal schnell ein, testen das schnell, ob das funktioniert. Hier fängt es an zu leuchten, kann ich einschalten. Habe da ein schönes Display. Kann mir hier die Spannung einstellen, wie ich will. Wenn ich da drauf gehe, kann ich die Ziffern wählen. Zum Beispiel könnte ich hier einstellen, ich hätte gern 18 Volt oder 32 Volt. iSet kann ich Constant Current einstellen, die Stromstärke. Kann ich da die Stromstärke einstellen, wie ich will, bis maximal 6 Ampere. Und im Menü kann ich ganz viele Sachen noch einstellen. Ausschalten kann ich den entweder so, hier lange drauf bleiben oder einfach den Schalter aus. Schauen wir uns das Schema an. Wir kommen wieder abgangsseitig von der 40 Ampere Sicherung, gehen wir auf eine 7,5 Ampere Sicherung mit dem Plus,
gehen auf den Schalter, vom Schalter ins In. Das Minus geht direkt ins In. Im Output haben wir hier wieder eine Sicherung. Ich habe eine Glassicherung montiert, 8 Ampere. Von der Sicherung geht es weiter zur Diode und auf den Stecker und das Minus direkt hier auf den Stecker. Input kann ich 6 bis 36 Volt. Output 0 bis 36 Volt, maximal 6 Ampere oder 120 Watt. Der XT60 Plug, der kann 30 Ampere Dauerbelastung, aber das haben wir ja hier nicht. Wir haben maximal 120 Watt. Hier darf ich maximal 120 Watt rausziehen. Die Sicherungen bräuchte es eigentlich hier nicht, denn ich kann den Strom ja hier einstellen. Der begrenzt mir, es kommt gar nicht mehr raus, als ich hier einstelle. Zur Sicherheit mache ich trotzdem immer eine. Auch wenn ich hier irgendwo einen Kurzschluss verursache, haut es mir die Sicherung zuerst weg, bevor das mir die Sicherung intern nimmt. Die Diode ist in diesem Fall eigentlich auch nicht unbedingt zwingend, denn der hat integrierten Backflow-Schutz. Ich baue trotzdem eine ein. Sicher ist sicher. Jetzt gibt es noch einen Anschluss, den ich machen möchte, und dann haben wir unsere Powerstation soweit fertig. Das sind jetzt nun trotzdem mehr Anschlüsse geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber so geht es halt manchmal. Ich möchte ja eigentlich alles dabei haben. Ich habe mir da mal einen Schalter eingebaut, eine Platte gemacht. Ich zeige euch zuerst das Schema. Ich komme jetzt hier vom Plus, von der Hauptklemme, gehe ich auf so eine Sicherung. Die habe ich steckbar gemacht. Ich habe keinen Stecker mehr, einen Sicherungsstecker, denn ich fahre hier mit 2,5 Quadrat. 20 Ampere. Plus geht hier rein durch die Sicherung in den Schalter. Ich habe es euch mal schnell aufgezeichnet, denn der braucht noch einen Minusanschluss, damit die Lampe hier drin brennt. So sieht das aus. Geht hier über den Schalter und dann direkt an den XT60. Das Minus direkt an die Minusklemme. Hier einfach vereinfacht gezeichnet. Das Plus auf die 20 Ampere Sicherung. Sicherung müsst ihr immer schauen, dass sie möglichst nah hier an diesem Punkt ist. Ich habe es jetzt einfach, damit es ein bisschen noch übersichtlich bleibt, hier gezeichnet. Dann geht es auf den Schalter und auf den Stecker Minus direkt wieder auf die Minusklemme. Auch dieser Schalter hier oben hat ein Minus, denn der ist auch beleuchtet, aber das ist auf dem Schalter angeschrieben. Wie auch dieser hier hat ein Minus. Habe ich hier jetzt so nicht eingezeichnet, damit das einfacher zu verstehen ist, wie die Schaltung ist. Also hier komme ich mit meinem Plus, das habe ich hier schon angeschlossen. Ich habe das steckbar gemacht, damit ich hier meine Sicherung einstecken kann. Dann geht es weiter mit diesem Plus. Das stecke ich hier auch gleich ein. Das ist jetzt unser Sicherungshalter. Dieses Plus geht auf den Schalter und vom Schalter geht dieses Kabel hier durch, hier auf das Plus von meinem zweiten XT60 Anschluss, und das Minus ist hier und kommt hier direkt wieder auf die Minusklemme. Hier habe ich noch das Minus vom Schalter, damit der Schalter beleuchtet ist. Bei so vielen Anschlüssen wäre es jetzt wahrscheinlich trotzdem besser gewesen, so einen zu montieren. Jetzt können wir alle Anschlüsse richtig anziehen. Die habe ich schon. Schutzkappe drauf. Jetzt muss ich hier auch wieder alles schön ein bisschen mit Kabelbinder befestigen.
Und dann können wir das Ganze mal testen.